Hallo meine Lieben, heute gibt es das letzte große Video, bevor wir dann in die Weihnachtsserie starten. Da geht es ja dann am 1. Dezember los und für heute habe ich noch mal was ganz Großes. Ihr wisst, oder diejenigen, die mich schon länger auf diesem Kanal verfolgen, die wissen, dass ich ein absoluter Sisa-Fan bin. Und als ich mitbekommen habe, dass Sisa tatsächlich an einem Plotter arbeitet, war für mich ganz klar, ne, das Ding will ich haben. Und sobald Yasando den Plotter auch hatte, habe ich den natürlich sofort gekauft. Und genau darum geht es heute, nämlich um die Juliette. Sisa hat an zwei Plottern gearbeitet. Einerseits ist es die Juliette, der Plotter, den wir heute angucken. Das ist ein 12-Inch Plotter, das heißt in etwa 30 cm. Sie arbeiten aber auch noch an einem zweiten Plotter, das ist der Romeo und das ist ein 24-Inch Plotter, das heißt in etwa 60 cm. Heute eben, wie gesagt, geht es um die Juliette. Die Zielsetzung von Sisa ist es, mit diesem Plotter die Brücke zu schlagen, eigentlich zwischen denjenigen, die solche Geräte professionell nutzen und den Hobbyplottern. Das heißt, das Gerät funktioniert auch so ein kleines bisschen anders, das werdet ihr nachher sehen, aber es sticht halt einfach heraus, wenn es um Geschwindigkeit, um Präzision und um die Lautstärke geht. Aber das werdet ihr nachher alles sehen. Das heißt, im heutigen Video gucken wir uns das Gerät an, wir gucken uns an, was ihr da alles mitbekommt, wenn ihr den kauft. Dann werden wir auch einzelne Projekte schon machen, damit ihr den eben auch in Aktion seht und das ein kleines bisschen auch vergleichen mit anderen Plottern. Und ich werde ein separates Video machen, auch noch, wenn es um die Software geht, weil da hat Sisa auch eine eigene Software. Das ist das Leonardo Studio. Und in diesem Video hier werde ich aber am Schluss auch noch so ein bisschen ein Fazit ziehen und auch so ein bisschen darüber sprechen, für wen das geeignet ist oder dieser Plotter geeignet ist. Das seht ihr dann ganz am Schluss. Heute somit zwei Videos, einerseits der Plotter selber, aber dann eben auch ein zweites Video, wo es um das Leonardo Studio geht. So, und jetzt will ich auch gar nicht mehr lange quasseln, sondern euch endlich dieses coole Gerät vorstellen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Kommen wir zuerst dazu, was ihr alles bekommt. Das ist natürlich der Plotter selber und ganz ehrlich mal das Design. Ich finde das absolut Hammer. Der ist genau mein Design. Und in mir weiß ich noch nicht mal, ob ich da einen Staubschutz drauf mache oder ob ich den einfach so stehen lasse, weil ich finde den wirklich cool. Dann haben wir eine Hightech-Matte. Die ist 12 Inch x 12 Inch, also 30 cm x 30 cm. Dann haben wir hier noch so eine Box und da gucken wir mal, was drin ist. Ihr habt hier drin 3 Boxen plus noch die Dokumentation. Und ich finde schon das ganze Design von diesen Sachen auch schon der absolute Hammer. Na, schön Ton in Ton, wo das Logo drauf ist, Juliette und eben Dokumentation. Dann haben wir ein Handbuch, auch Deutsch. Und dann hier noch einen Zettel, wo ihr den QR-Code habt und den Hinweis auf die Setup-Seite. Das ist das. Dann haben wir 2 Boxen, die das Stromkabel beinhalten. Das sind diese Teile hier und da kommt natürlich das eine Ende hier rein. Und ihr habt einen deutschen Stecker dran. Für die in der Schweiz habt ihr noch einen Adapter, den ihr dran machen könnt, damit es dann auch in die Schweizer Stromsteckdose passt. Dann hat es eine weitere Box und da drin habt ihr das USB-Kabel, weil ihr könnt den Plotter einerseits eben mit dem USB-Kabel speisen oder mit dem Laptop oder PC verbinden, aber das Ganze geht natürlich auch über Wi-Fi. Dann habt ihr den Messerhalter. Ihr habt 3 Messer drinne und das sind 2 rote und ein blaues, da kommen wir nachher noch dazu. Und ihr habt einen Stiftehalter. Das ist der Inhalt von dieser Box. Der kommt auch super gut verpackt und da ist etwas dabei, was extrem wichtig ist. Wenn ihr den Plotter öffnet, dann habt ihr hier drinnen mit der Verpackung natürlich auch Schaumstoff drinne,
damit da beim Versand wirklich nichts passiert. Aber es hat auch noch solche weißen Teile. Und die sehen jetzt so aus, oder die sitzen wirklich auch fest. Das heißt, es sieht so aus, als ob das dazugehört. Ist aber nicht so, sondern es ist auch ein Transportschutz. Um die rauszunehmen, habt ihr auf der Rückseite so einen Hebel. Wenn ihr den runter macht, löst ihr die Rollen und dann könnt ihr die nämlich auch rausnehmen. Ich würde die nicht wegschmeißen, wenn ihr den irgendwie mal transportieren müsst oder versenden müsst. Dann sollten die wieder rein, aber zum Plotten braucht ihr die eben nicht, ne? Weil das Problem ist, wenn ihr jetzt den Plotter an den Strom anschließt, dann bewegt sich und den einschaltet, dann bewegt sich dieser Kopf. Und der kann sich nicht bewegen, wenn eben diese weißen Dinge drin sind. Und dann kann es sein, dass euch die ganze Kalibrierung die zerschießt. Von dem her, nehmt die zuerst raus, dann schließt ihr das Ganze an den Strom an und schaltet den ein. Jetzt schauen wir uns den Plotter mal ein bisschen genauer an. Ich habe den noch nicht an den Strom angeschlossen. Einfach, ne, hier vorne. Ihr öffnet es oben, öffnet es unten. Hier habt ihr Führungslinien für die Matte. Das ist der ganze Scanner. Dann habt ihr hier den Einsatz, wo ihr das Messer reinmacht. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Daneben auf der Rückseite habt ihr hier den Anschluss für den Strom. Dann USB-Kabel und dann habt ihr auch noch den Slot für ein Memory Stick. Aber der wird im Moment noch nicht unterstützt. Das kommt dann garantiert noch. Aber ist schon mal da. Das ist nicht schlecht, ne? Und eben, wie gesagt, ne, hier der Hebel, um die Rollen hoch zu machen oder die runter zu machen. Das heißt, ich schließe den hier gleich schon mal an den Strom an. Und wenn wir den jetzt einschalten, hier vorne mit dem Einschaltknopf, dann seht ihr auch gleich, was passiert. Ihr habt ein integriertes Licht, das ist schon mal sehr cool, ne? Und jetzt gucken wir uns mal dieses Menü hier an. Wir gehen zuallererst gleich in die Einstellungen rein, weil dann können wir auch gleich die Sprache einstellen, und zwar auf Deutsch. So, und jetzt wird alles in Deutsch angezeigt. Das heißt, dieser Knopf hier unten, der ist ganz einfach, damit der Kopf in die Ausgangsposition geht. Dann haben wir hier einen Kreis und der hat zwei Funktionen. Einerseits verschiebt ihr die Matte nach vorne, hinten und das Messer nach links oder nach rechts, also den ganzen Kopf. Dann dient er aber auch, wenn ihr plottet, als Fortschrittanzeige. Das heißt, der wird sich dann langsam aufbauen, wenn ihr etwas plottet. Dann haben wir die allgemeinen Einstellungen. Hier allgemeine Einstellungen, WLAN, Kamera, USB, Systeminfo. Gucken wir uns die allgemeinen Einstellungen an. Ihr habt hier das Licht. Und da könnt ihr dieses LED-Licht, was ihr gesehen habt, ne? Ihr seht es hier auf dieser Seite so ein bisschen. Das können wir einschalten oder ausschalten. Und wir können auch die Intensität einschalten. Das heißt, wie hell wollen wir das haben, damit wir das auch an unseren Arbeitsplatz anpassen können, je nachdem, wie viel Grundbelichtung unser Arbeitsplatz hat. Dann könnt ihr Alarm einstellen. Das heißt, wenn er mit dem Plotten durch ist, soll er euch einen Signalton geben. Soll er also das Licht blinken. Schalte ich beides aus für mich. Dann Ruhemodus, könnt ihr sagen, wie lange soll es dauern, wenn er nicht arbeitet, bis er in den Ruhemodus geht. Das lasse ich mal 15 Minuten. Dann Einheiten könnt ihr sagen, ob ihr in Inch oder metrisch, also in Millimetern. Das heißt, ich lasse für mich natürlich die metrischen Einstellungen. Und dann eben das, was ihr vorhin gesehen habt, die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch. Dann gehen wir noch eins zurück und dann hier könnt ihr WLAN-Einstellungen machen, damit ihr das mit eurem Netzwerk verbinden könnt.
Ihr könnt die Kamera angucken. Das ist im Moment bei mir weiß, weil da keine Matte drin ist. Dann USB, wie gesagt, der ist im Moment noch nicht unterstützt, und die Systeminfos. Das sind diese Einstellungen. Dann haben wir die Schnitteinstellung, und hier ist das Coole dran, dass ihr, wenn ihr mit Caesar-Folien arbeitet, ihr Zugriff auf die Voreinstellungen habt für eure Caesar-Folien, aber es hat natürlich auch noch weitere freie Plätze, wo ihr eure eigenen Einstellungen erfassen könnt. Ich habe hier jetzt EasyWeed. Hier seht ihr Heißtransferfolie, Selbstklebefolien und andere. Und eben hier zum Beispiel EasyWeed, die Brickfolie, Glitter, Metall, all diese Sachen. Und wenn ihr da auf eine drauf geht, dann seht ihr, dass die eine bestimmte Geschwindigkeit hat und einen bestimmten Druck. Und wenn ihr merkt, dass das nicht passt, könnt ihr die auch anpassen und das dann speichern, so wie das für euch passt, ne? Das ist eine. Und eben, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf andere gehen, seht ihr, ihr habt hier 3 Felder, wo steht Open. Die könnt ihr den Namen geben, ihr könnt da spezifische Einstellungen, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich Papier schneide, da würde ich sehr wahrscheinlich einen von diesen Slots verwenden, um die Papiereinstellungen zu machen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr andere Folien drin habt, jetzt zum Beispiel die Twinkle, und ihr sagt, ich arbeite nie mit der Twinkle-Folie, kann ich den Slot auch umbenennen und den anders nutzen, ne? Andere Einstellungen darin speichern. Und was auch sehr cool ist, ihr habt auch immer einen Testschnitt. Ne? Dieses kleine T-Shirt hier, da könnt ihr mühelos einfach kurz sagen, mach mir kurz einen Testschnitt, damit ihr gucken könnt, ob diese Einstellungen passen oder nicht, und das dann ändern, wenn es nicht passen sollte. Und diesen Testschnitt habt ihr hier auch auf dem Startbildschirm, hier unten das T-Shirt. Das ist das, was ihr auf dem Display habt. Jetzt kommen wir noch kurz zum Messer selber. Ihr habt die Halterung und mitgeliefert werden 3 Spitzen, 2 45 Grad und eine 60 Grad Spitze. 45 Grad ist so das Standardmesser, das wir verwenden. Die 60 Grad ist eher, wenn wir einen tiefen Schnitt machen müssen. Ich habe eines dieser beiden Messer, habe ich auch schon mit einem schwarzen kleinen Punkt markiert. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt hier. Und zwar, weil ich dieses Messer fürs Papierschneiden verwenden werde und eins fürs Vinyl schneiden, weil ich will, dass die auch immer schön oder möglichst lange scharf bleibt. Und da nehmt ihr ganz einfach die Schutzkappe weg und dann habt ihr hier am Messer einen Knopf, den drückt ihr. Und dann könnt ihr das Messer ganz einfach reinfallen lassen und es schnappt ein, weil es ein Magnet drin hat. Ne? Seht ihr, dass die Klinge hier rausguckt. Jetzt müsst ihr das aber noch anpassen, weil die guckt viel zu stark raus hier. Und wie macht ihr das? Ihr löst den goldenen Ring und dann könnt ihr an diesem silbrigen Ring drehen. Mal gucken, wie ich das halte, damit ihr das seht. Und damit dreht ihr das Messer rein oder raus. Und man sagt hier so, dass ihr guckt, dass das in etwa eine Kreditkartenbreite rausguckt. Das ist bei mir der Fall, also das muss wirklich nicht stark rausgucken hier. Und jetzt mache ich das fest, indem ich den goldenen Ring wieder zudrehe. Ohne am silbrigen Ring zu drehen. So. Und so haben wir auch schon die Klinge geladen. Das müsst ihr natürlich jetzt nicht immer wieder machen, sondern wenn ihr das andere Messer einsetzt, könnt ihr ganz einfach hinten auf den Knopf drücken, Messer rausnehmen und ein anderes Messer einsetzen. Ne?
und dann sitzt es auch wieder so, wie wir das eben eingestellt haben. Ich weiß, ihr seht es fast nicht, weil man muss echt das ganz, ganz wenig rausgucken lassen. Und einsetzen tut ihr das so, dass ihr hier diesen silbrigen Noppen, den löst. Und dadurch löst ihr auch diese schwarze Manschette. Und ihr habt hier am Messer einen Ring. Der sollte da drin sein, ne? Also den lasst ihr runterfallen. Und jetzt klemmt quasi diese schwarze Klemme, klemmt das Messer so ein, dass der liegt jetzt quasi, also dieser obere Teil von diesem schwarzen Element ist so wie eine Klemme. Und das klemmt jetzt quasi oberhalb von dieser roten Rille und der andere Teil liegt hier auf der Halterung drauf. Und so bewegt sich das Messer auch nicht mehr. Und so habt ihr eigentlich auch schon das Messer geladen. Genauso verhält es sich dann mit dem Stiftehalter. Na, da habt ihr hier eine Ausbuchtung, wo dann eben diese Halterung reingeht und das Ganze so festhält. Zur Stiftehalterung auch noch ein Wort. Das ist so konzipiert, dass das für die Siser-Stifte funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass es da dann auch in Zukunft noch andere Adapter geben wird, damit man auch die anderen Stifte verwenden kann, die man so hat. Jetzt ist es so, dass ihr die Juliette mit Matte verwenden könnt oder ohne Matte. Faustregel hier ist so ein bisschen alles, was auf einem Träger sitzt, wie zum Beispiel eine Flexfolie, eine Vinylfolie, die könnt ihr wunderbar ohne Matte schneiden. Bedingt natürlich, dass das Stück groß genug ist. Bei kleineren Stücken würdet ihr dann trotzdem die Matte verwenden. Bei der Matte ist es ein bisschen speziell, nämlich, dass der 0,0-Punkt hier unten links sitzt und nicht wie bei den anderen Matten hier oben. Und das ist genau das Spezielle bei diesem Gerät, wo man sich ein bisschen umgewöhnen muss, dass man nicht quasi das Material hier hinlegt und der schneidet dann von diesem Ausgangspunkt hier runter, sondern da legt ihr das hier hin und der schneidet dann von diesem Ausgangspunkt hier hoch. Das ist die spezielle Sache, ist halt mehr an die professionellen Plotter angelehnt. Von dem her, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ihr könnt die Matte von vorne oder von hinten laden. Da könnt ihr ganz einfach den Hebel runter machen, um die Rollen hochzuheben. Und dann die Matte quasi einfügen und gucken, dass ihr hier schön mit der Markierung abschließt. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr den Hebel runter machen. Und dann könnt ihr hier die Matte weiter nach vorne, weiter nach hinten verschieben. Ich will jetzt hier natürlich diesen Nullpunkt am besten erreichen mit dem Messer. Und dann kann ich das Messer selber auch auf dieser Achse verschieben, ne? Dass ich das genau dahin packen kann, wo meine Folie liegt. Das heißt, ich kann rein theoretisch auch irgendwo in der Mitte Folie hinlegen und dann ganz einfach mit dem Messer dahin fahren. Und das ist dann der Ausgangspunkt, aber auch da würdet ihr das Design angucken, dass ihr in der unteren linken Ecke starten würdet, ne? Die Rollen sind hier schön verteilt, aber die könnt ihr auch verschieben, ne? Ihr würdet hier hinten den Hebel wieder runter machen, damit ihr die Rollen hebt, und dann hat jede Rolle selber auch noch so ein Hebel, um die Rolle selber zu lösen, und damit könnt ihr hier auch die Position von der Rolle verschieben. Natürlich würde ich drauf gucken, ihr habt ja hier solche schwarzen Teile, die helfen, das Material zu transportieren, und da würde ich drauf gucken, dass ihr mit der Rolle trotzdem hier in diesem Bereich drinne bleibt. Aber was ihr eben auch machen könnt, wenn ihr ein kleineres Stück habt, könnt ihr das dann hier platzieren und die Rolle so anpassen, dass die dann trotzdem dieses Stück abdeckt. So, dass das Material von mindestens 2 Rollen erfasst wird. Na, hier
habe ich die Rollen jetzt je auf dem Material drauf. Und wenn ich das gemacht habe, so angepasst wie ich das haben will, kann ich die Hebel wieder runter machen. Und ich gucke jeweils, dass ich das Material, was ich natürlich versuche gerade abzuschneiden jeweils. Und ihr könnt das Material von vorne und von hinten laden. Dann richte ich das so ein bisschen aus, damit das schön gerade ist. Ne, so in etwa. Und mache den Hebel wieder hoch, damit die Rollen unten sitzen. Und dann kann ich eben das Material nach hinten, jetzt in meinem Fall, verschieben, damit das Messer wirklich noch auf der Folie liegt, aber wirklich schön in der Ecke. Gehe ich noch ein bisschen rüber, das heißt, ich kann auch auf dieser Achse das eben verschieben, ne? Bis ganz raus. Das ist für mich ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, das passt. Und was ich jetzt mache, ist hier einfach einen Testschnitt zu machen. Und dann kann ich das kurz entgittern, um zu gucken, ob das richtig geschnitten hat. Und das hat es tatsächlich wunderbar geschnitten. Und jetzt könnte ich eigentlich schon loslegen und ein Design schneiden. Und genau das machen wir jetzt, nämlich ich will mal testen, wie schnell dieses Ding wirklich ist im Vergleich zu den anderen Plottern, die ich habe. Und genau das mache ich jetzt. Jetzt wollte ich ja noch einen Geschwindigkeitstest quasi machen und den mit meinen anderen Plottern vergleichen. Dafür habe ich ganz einfach eine Datei reingeholt. Wie gesagt, das Leonardo Studio zeige ich euch im zweiten Video ein bisschen genauer. Aber ich bin hier ganz einfach auf Datei gegangen, habe gesagt Datei importieren und habe da ein SVG ausgewählt, was ich plotten will. Und das in der Größe so angepasst, dass ich hier in der Breite 26 cm habe. Und das werde ich natürlich auch dann gleich einstellen bei den anderen Plottern, dass ich die gleiche Größe plotte. Dann habe ich hier, brauche ich nichts machen und einfach mal sagen Design senden. Dann kann ich hier sagen, alle Farbebenen auf Nullpunkt setzen, ne, damit der dann eben in der unteren linken Ecke beginnt. Dann kann ich mal sagen senden. Ich könnte hier noch eine Box, eine Entgitterungsbox ringsherum machen. Das lasse ich jetzt, aber was ich auf jeden Fall machen muss, ist spiegeln. Und ich werde die Plotter-Einstellung verwenden. Das heißt, ich werde die Einstellung am Plotter selber einstellen. Was ich auch machen kann, ist kurz einen Bereichstest, einfach um zu gucken, ob das Material ausreicht, was ich hier habe. Und dann kann ich an den Plotter senden machen. Aber zuerst muss ich natürlich das Material laden. Das heißt, ich habe hier eine Flexfolie, die lege ich so unter die Rollen, dass die auch erfasst wird und dann spule ich das Material rein. Das heißt, ihr müsst hinten nicht jedes Mal den Hebel hoch machen, ihr könnt es auch so einziehen lassen. Und jetzt gehe ich eben hier unten in die Ecke mit dem Messer, ne? Also ich würde sagen, ich bin ziemlich an der äußersten Ecke, die möglich ist, damit ich eben Material sparen kann. Und was ich jetzt auf dem Computer mache, ist ein Bereichstest. Das heißt, der guckt dann, ob er genug Material hat, um das Ganze auszuplotten. Und das reicht tatsächlich aus. Von dem her kann ich einfach sagen, an Plotter senden. Ich habe jetzt extra keinen Testschnitt gemacht, weil es ist dieselbe Folie quasi, die ich vorhin schon verwendet habe. Und schon ist er fertig. Jetzt kann ich das wieder rausnehmen. Und die Dauer, die verrate ich euch jetzt gerade noch nicht, weil ich will genau dasselbe Design mit der genau gleichen Größe, dem genau gleichen Material mit meinen anderen Plottern schneiden, um dann zu gucken im Vergleich, ne, wie schnell war der im Vergleich zu den anderen Plottern.
Aber das Ganze muss ich jetzt natürlich noch entgittern. Das nimmt mir der Plotter leider noch nicht ab, ne? It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever. So, ich habe das Ganze entgittert und ich habe auch gleich mit meinen 3 anderen größeren Plottern das auch noch ausgeplottet und natürlich die Zeit gemessen, und ich habe wirklich genau das gleiche Material verwendet. Ich habe genau die gleiche Größe verwendet und ich habe auch geguckt, dass ich über die Standardeinstellungen wähle, und das ist schon enorm, was ich da für Zeitunterschiede habe. Bei dem hier waren es 5 Minuten und 50 Sekunden und ich habe wirklich, ich habe einfach auf meinem Handy den Timer gesetzt, und sobald ich auf Start gedrückt habe oder je nach Plotter auf Übergeben gedrückt habe, habe ich auch den Timer gestartet, und sobald er fertig geschnitten hat, habe ich den Timer gestoppt. Ne? Das habe ich bei allen gemacht und ich zeige euch kurz den Unterschied. Ne? Bei der Juliette waren es 5 Minuten 50 Sekunden. Und ich sage euch jetzt nicht, welcher Plotter war, weil es geht nicht um den Vergleich mit konkreten Plottern, sondern wie die Juliette im Vergleich zu den anderen Plottern abschneidet. Und da hatten wir auf Platz 2 der 8 Minuten und 24 Sekunden hatte. Dann der nächste hatte 11 Minuten und 58 Sekunden. Und der letzte hatte dann 15 Minuten und 8 Sekunden. Also da schon ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, der langsamste, der bei 15 Minuten und 8 Sekunden lag, ist fast 3-mal so langsam wie die Juliette. Ne? Also ich finde, das ist schon ein Unterschied. Ne? Und ich habe eben extra so ein großes Motiv auch gewählt mit vielen Sachen zum Schneiden, damit man es wirklich merkt. Weil wenn man nur was Kleines schneidet, da merkt man den Unterschied ja nicht groß. Aber wenn man dann schon so Teile hat, die halt einfach zeitaufwendig sind zum Schneiden, da merkt ihr echt einen Unterschied. So, das war das Thema Geschwindigkeit. Das nächste Argument von Siese ist die Präzision. Und da habe ich 2 Sachen. Einerseits will ich ein Print and Cut machen, wo ich gucke, wie gut es diesen weißen Rand, also wie einheitlich dieser weiße Rand geschnitten wird. Und dann werde ich auch noch was ganz Kleines schneiden, einen Schriftzug, einen verschnörkelten, und den werde ich in der Größe von 1 Zentimeter in der Höhe schneiden. Also wirklich super klein, das werdet ihr gleich sehen, und ich würde sagen, wir starten mal mit dem kleinen Schnitt. Für diesen kleinen Schnitt füge ich hier Text hinzu, und hier kann ich einfach den Text eingeben. Da sage ich frohe Weihnacht. Und was ich hier nehme, ist dieses AS Quilt, weil das schön verschnörkelt ist. Und das ist eine Schrift, die ich von Dafont habe. Und das Schöne hier eben, dass ich hier schon sagen kann, automatisches Verschweißen. Und so werden nicht die einzelnen Buchstaben geschnitten, sondern das als ganzes Design. Sage ich hinzufügen. Und jetzt kann ich das eben in der Größe anpassen, dass ich hier 10 mm habe, nämlich 1 cm. Und was ich gleich auch mache, ist das horizontal zu spiegeln. Hier kann ich auch gleich meine Schnittresten vom vorigen Design verwenden und mache das hier unten in die Ecke rein. Braucht auch nicht wirklich viel. So habe ich das Messer in der Ecke. Jetzt muss ich hier noch gucken, dass ich das Richtige auswähle. Schnitteinstellungen, Easy Weed, wunderbar. Das hat ja vorhin wunderbar geklappt. Von dem her mache ich da keinen Testschnitt mehr. Dann sage ich hier Schneidematte. Und beim Design sage ich auf Nullpunkt setzen. Und dann kann ich sagen Design senden. Hier auch nochmal senden. Und dann an den Plotter senden. Upsi. Noch was vergessen, hier Spiegeln drin, das nehme ich raus,
weil ich habe es schon gespiegelt. Ich bin hier, so, eigentlich könnte man es so machen, dass man sagt, na, man spiegelt es nicht horizontal, lässt es so und sagt dann hier spiegeln für Thermotransfer. Ne? Machen wir es richtig. Und jetzt kann ich sagen, an den Plotter senden und yes. It's not easy to let go. Und ja, ich weiß, man könnte einen Entgitterungsrahmen setzen, aber ich bin mir das so gewohnt, dass ich das immer wieder vergesse. Von dem her, bei so kleinen Stücken schneide ich das einfach so. Und jetzt gucken wir mal, wie gut es funktioniert hat. Can things ever be the same? All I do is see things slipping. Und hier seht ihr, wie filigran das geschnitten hat. Und als Vergleich, ich habe das mit den anderen Plottern natürlich auch gemacht. Bei 2 hat es funktioniert, bei 2 Plottern. Und bei einem, der hatte echt Mühe. Also da hat sich das Herz rausgelöst, der T ist irgendwie weggekrümmt. Bei einem Haar hat es das geschnitten und gelöst. Also der hier hatte nicht wirklich Freude dran, ne? Aber wenn ich mir angucke, wie sauber die Linien sind, na hier bei dem, ich weiß, das wird für euch schwierig, das wirklich zu sehen, aber das sind ganz zittrige Linien, bei dem hier unten, bei dem oben so lala, aber hier wirklich, also ein absolut perfektes Ergebnis. Schöne Linien, schöne Kanten, hat sich super entgittern lassen. Also ich würde sagen, das ist schon das Beste. Kann auch sein, dass ich, naja, weil ich halt ein Fan bin von dieser Maschine, aber wirklich, wenn ich mir die Schnittlinien angucke, ist das hier wirklich das absolut schönste Ergebnis. Und ihr schneidet natürlich nicht immer so klein, das ist mir schon klar, weil das Ganze muss ja dann auch noch eine Fläche haben, damit man das, also dass der Kleber überhaupt eine Chance hat, sich irgendwo anzuhaften, aber ich wollte halt testen, wie klein ich gehen kann und das Ergebnis überzeugt mich definitiv. Ne? Das war dieser Test. Dann können wir dieses Design wieder wegnehmen und ich will eine Datei importieren. Und zwar habe ich hier von Design Bundles so verschiedene Gnome als PNGs und dann nehme ich einen davon, den hier. Kann ich sagen, Maskentoleranz, sieht eigentlich alles schon gut aus. Ich muss nichts in den Farben anpassen. Kann sagen weiter. Der scannt es jetzt. Fingers when he turns and walks away. Dann habe ich hier die blauen Schnittlinien. Jetzt gehe ich eins weiter und kann hier auch schon sagen, ob ich ein Offset haben möchte. In etwa der Größe. Und dann sage ich Finished. Jetzt kann ich hier noch sagen, wie groß das Papier ist, auf was ich drucken will. Schneidematte haben wir. Ich kann hier auch sagen von den Seitenmarkierungen, ob ich das auf der Seite haben möchte oder im Bereich von dem Wichtel. Und ich muss jeweils gucken, dass die Markierungen innerhalb vom Schnittbereich liegen. Ich habe aber das Gefühl, der Abstand ist massiv zu groß. Jetzt will ich das Design noch größer machen, damit ich mehr von meinem Blatt nutzen kann. Mal gucken, wie weit wir da gehen können. There he goes. There he goes. So, ich würde sagen, ich mache das auf diese Größe. Und wenn ich das alles eingestellt habe, kann ich sagen, Design senden. Passt, passt. Sagen wir senden. Und jetzt habe ich eben zwei Seiten. Das eine, was es ausdruckt und das andere, was es schneiden wird. Und so kann ich, also er sagt spiegeln, das will ich nicht, weil ich ja das auf einen Farbkarton ausdrucke.
Dann kann ich sagen, an Drucker senden. Qualität nehmen wir noch auf optimal und sage drucken. So, ich habe das Ganze ausgedruckt. Das lege ich jetzt hier auf die Matte. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass ich für Papier und Vinyl unterschiedliche Klingen verwende. Deshalb wechsle ich die hier auch kurz. Moment. Machen wir es so. Jetzt habe ich hier den Deckel für diese Klinge. Die nehme ich ganz einfach raus. Mache kurz den Deckel wieder drauf. Nehme die andere Klinge, wo ich so einen schwarzen Punkt drauf gemacht hatte. Und lade die rein. Na? So einfach ist es gemacht. Dann kann man das Messer wieder reinmachen. Und jetzt beim Material hat es natürlich Papier nicht, ne? Und ich gehe mal gucken, was bei Glitter steht, weil das schon ein dickes Material ist. Und da steht Schneidegeschwindigkeit 10, Andruck 25. Gehen wir nochmal zurück und sage andere, nehme einen von den offenen Slots. Speichere das, gehe da drauf, 10 und hier 25. So, jetzt lade ich mal das Papier oder die Matte und gehe da mal in den unteren Bereich, wo ich nichts habe vom Design her, und mache hier mal einen Testschnitt. So, jetzt nehme ich das wieder ein bisschen raus. Und dann gucke ich mal, wie gut das geschnitten hat. Nee, nicht ganz. Das heißt, ich verändere hier den Druck. Ich glaube, die Geschwindigkeit nehme ich ein bisschen runter. Dann gehe ich auf 8 und beim Druck gehen wir mal auf 35. Dann gehen wir da mal ein bisschen rüber und machen nochmal einen Test. Gucken wir uns das an. Super geschnitten. Und die Matte hat definitiv keinen Schaden genommen. Von dem her würde ich sagen, speichere ich das. So, jetzt bin ich auf einer 8, 400 Gramm Papier und Andruck 35. Ne? So, jetzt müssen wir das Messer hier in dieser, also innerhalb von dieser Ecke platzieren, in dem Bereich hier. Ne? So, das ist der Fall. Und jetzt kann ich auf meinem PC sagen, an Plotter senden. Yes. Und jetzt seht ihr hier, dass er das scannt. Und ihr seht es auf dem Bildschirm auch. Und jetzt fängt er schon an zu schneiden. Ich habe bei den anderen Designs die Zwischenteile zwischen den Buchstaben stehen lassen. Das habe ich hier vergessen rauszunehmen. Aber naja, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber es geht ja darum, wie gut er dem Rand entlang geschnitten hat. Ne? Dann ist er auch schon fertig. Und ich kann das rausnehmen. Besten
umdrehen und von der Seite lösen. Oder von der Rückseite lösen, also ihr biegt quasi eure Matte und nicht das, was ihr ausgeschnitten habt, also nicht das Papier. Reststücke kann ich hier noch runterlösen. Und was ich hier auch sagen kann, die Matte ist wirklich, also die ist hochwertig. Also die wird euch eine ganze Weile halten. Und ihr könnt Matten, wenn sie dann an Klebekraft verlieren, könnt ihr die eher auch immer auffrischen. Ne? Ich habe hier dummerweise das Christmas ein bisschen abgeschnitten oder abgerissen, weil ich es zu wenig vorsichtig gelöst habe. Aber darum ging es, wie gesagt, nicht, sondern darum, wie genau das geschnitten hat. Und ihr seht, rings um den Rand herum absolut schöne Kante. Da kann man echt nicht meckern. Ne? Und wir haben super schnell geschnitten auch. Ne? Jetzt hatte ich das eben auch mit den anderen 3 Plottern versucht. Und das ist einer. Hier unten, wenn ihr den S anguckt, da ist es nicht so ganz gleich dick wie hier oben. Das heißt, ich habe das Gefühl, das hat das Ganze ein kleines bisschen verschoben. Es ist akzeptabel, aber nicht perfekt. Ne? Das war das eine. Dann dieses Beispiel hier. Da würde ich sagen, das ist durchaus perfekt geschnitten. Da sehe ich keinen Unterschied in der Breite von diesem weißen Rahmen. Von dem her auch ein gutes Ergebnis. Und das dritte noch, oder das vierte, eigentlich auch hier ein wirklich gutes Ergebnis. Also auch hier sehe ich keinen Unterschied von der Distanz. Von dem her, wenn ich so ein bisschen vergleichen muss, 3 davon sind ebenbürtig und eines hatte ich das Gefühl, ist es ein bisschen verrutscht oder ist es nicht ganz so gleichmäßig, wie ich das gerne hätte. Ne? Also hier so der Vergleich. Was ich hier ein bisschen vermisst habe, das kommt dann garantiert noch, weil man kann ja eigentlich Pfade bearbeiten im Leonardo Studio. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, wie ich diese Zwischenteile wieder löschen kann, dass es die nicht ausschneidet. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. Also ich weiß nicht, ob es es gibt. Ich habe es nicht gesehen oder nicht gefunden. Sagen wir es mal so. Aber wenn das wirklich so ist, dass es das noch nicht gibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht lange gehen wird, bis das zur Verfügung steht. Aber nur das ist so ein Punkt, den ihr berücksichtigen müsst. Was ich als Umgehungslösung mache, ist, dass ich die Datei schon so aufbereite, dass ich einen Rahmen ringsherum habe. Ich arbeite mit Adobe Illustrator, das könnt ihr aber auch im Silhouette Studio machen zum Beispiel, dass ich da einfach schon ein Offset hinzufüge und das Ganze dann als PNG exportiere. Und dann hier sagen würde, Datei importieren und dann eben genau diese Datei nehme, sage weiter, weiter, finished. Und so habe ich die Kontur quasi schon mit drin und habe die eben genauso, wie ich die haben will. Das als Umgehungslösung, bis dann die richtige Lösung hier drin zur Verfügung steht, dass ich eben diese kleinen Zwischenteile, die entstehen, im Programm drin lösen kann. Ne? Und was ich jetzt auch noch kurz machen will, ist der Test, wie laut dieses Gerät eigentlich ist. Da habe ich ganz einfach kurz einen kleinen Spruch vorbereitet. Jetzt muss ich natürlich die Schnitteinstellungen wieder ändern, dass ich wieder auf die Easy Read gehe mit der normalen Einstellung. Und dann können wir das Ganze hier auch wieder laden. Dann Messer wieder wechseln, weil das war ja das Papiermesser. Und ich werde es für mich sicher so machen, sobald diese Gehäuse erhältlich sind, werde ich eins für das Papiermesser kaufen und noch eins für die 60 Grad Klinge, damit ich die, also es ist keine Sache, das auszutauschen, ne? Aber ich finde es dann praktischer, dann habe ich einfach 3 Gehäuse mit den entsprechenden Klingen drinne und kann da ganz einfach nur das Gehäuse
kurz auswechseln und nicht die Klinge. Und zwar mache ich das so, und ich habe es auch bei den anderen so gemacht, ich habe hier auf dem Handy einen Decibel Messer und ich habe das so eine Handbreite vom Gerät weg. Und ihr merkt, wenn ich jetzt so spreche, bin ich zwischen 57, 56, 71, je nachdem wie laut ich spreche. Ne? So in dem Bereich. Das war die ganze Zeit so zwischen 65 und 70. Und bei den anderen Geräten, wo ich mir das angeguckt habe, da war ich, bei einem war es, das leiseste war 53, aber der hat dann auch immer wieder, wenn er das Messer gehoben hat und neu ajustiert hat, war es bei 67, also hier so zwischen 53 und 67. Ein weiteres Gerät war bei 85, ziemlich durchs Band hindurch. Und der dritte von den anderen Plottern, der war zwischen 68 und 72. Und ich nehme jetzt mal an, wenn ihr jetzt diese 4 Zahlen hört, ne, dass ihr sehr wahrscheinlich wisst, welcher Plotter derjenige war bei den 85. Brauche ich euch nicht zu sagen, ne? So, und jetzt kommen wir noch so ein bisschen zum Fazit von der ganzen Geschichte. Ich denke mal, für diejenigen, die sich gewohnt sind, mit anderen Hobbyplottern zu arbeiten, wird das Thema eine Umstellung sein, dass ihr das Messer selber in der Ecke platziert. Und ihr müsst es nicht zwingen, das ist jetzt nicht immer so, dass ihr nur hier unten schneiden könnt. Ihr definiert einfach den Nullpunkt und dann könnt ihr die Folie aber auch irgendwo hier hinlegen und mit dem Messer einfach dahin fahren. Dann beginnt er als Nullpunkt dann da. Also das könnt ihr überall platzieren. Von dem her, das wird ein Umdenken sein, denke ich mal, wenn ihr auf so einen Plotter umsteigt. Was ich schon krass fand, ist die Geschwindigkeit, mit der er Sachen ausschneidet. Was für mich natürlich auch praktisch ist, weil ich extrem gerne mit den Siser-Produkten arbeite, dass ich die Voreinstellungen habe und die haben wirklich super funktioniert. Das heißt, ich kann easy hier kurz einfach die Voreinstellungen nehmen, Matte laden oder das Material laden. Und das ist eben auch das Coole, dass ich ohne die Matte auch schneiden kann ab Rolle. Was ich auch vergessen habe zu sagen, ne, der Rolle, also wenn ihr ab Rolle plottet, es wird noch ein Zusatz kommen, wo ihr dann die Rolle drauf platzieren könnt, damit es dann schön einzieht. Das kommt dann noch, aber für den Moment ist es noch nicht da. Aber eben, man kann ein Stück Folie ausschneiden und das dann einfach hier einziehen. Das funktioniert wirklich super. Aber ihr könnt eben nicht nur mit dem Material arbeiten von Siser, ne, sondern ihr könnt auch andere Folien nehmen, anderes Vinyl nehmen. Ihr könnt Papier schneiden. Da eben die Empfehlung, dass ihr wirklich unterschiedliche Klingen verwendet für Vinylfolien und für Papier. Ihr könnt super filigran und präzise schneiden. Also das hat mich wirklich auch überzeugt, muss ich sagen. Wirklich zum Entgittern, das war ein Traum. Abgesehen davon, dass solche Designs natürlich lange gehen zum Entgittern, aber es war wirklich super zum Entgittern. Also das hat mich definitiv überzeugt. Zur Software komme ich ja dann noch. Da gibt es noch so ein paar Sachen, die mir fehlen. Eben wie zum Beispiel, dass ich hier definieren kann, dass ich keine Zwischenteile habe. Und noch so ein paar andere Geschichten. Aber da kommen wir nachher noch dazu, wenn wir uns das Leonardo Studio angucken. Und ein weiterer Punkt, den ich auch sehr cool finde, ich habe das jetzt relativ klein gemacht, aber ich kann auf die gesamte Fläche, ne? Ihr kennt es von anderen Plottern, dass ihr die Passmarken, dass die relativ viel Platz brauchen. Und hier kann ich eigentlich, das ist fast eine A3-Seite, ne? Die ich dann ausdrucken könnte und das so zuschneiden könnte mit einem Print and Cut, weil ich eben die Passmarken jetzt extrem nah am Motiv platzieren kann, ne? Diesen Abstand sehr klein machen kann und die per se nicht so viel Platz wegnehmen. Also, und ich vor allem auch keinen eingeschränkten Bereich habe,
wo er mir einen Rahmen rumzeichnet und dann sagt, bei 17, irgendwas Zentimeter ist fertig, ne? Also von dem her habt ihr hier durchaus einen größeren Bereich, wo ihr einen Print and Cut machen könnt. Wenn ich noch so ein bisschen dabei bleibe, wo ich denke, für wen ist es geeignet und für wen ist es weniger geeignet. Ich denke, wenn ihr eben viele so Folien schneidet, Vinyl schneidet, solche Themen, Sticker auch, von der Geschwindigkeit her finde ich das wirklich überzeugend, auch Präzision. Aber ich glaube, durch das Handling und dadurch, dass ich noch nicht so viele weitere Möglichkeiten habe wie mit den anderen Hobbyplottern, wird es für einige von euch keine Option sein, denke ich mal. Weil Holz schneiden und so solche Sachen ist nicht. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich denke mal, da werden noch sehr, sehr viele Sachen kommen. Als Ergänzung zum Plotter, der ist ja wirklich neu auf dem Markt. Von dem her kommen da sicher noch Sachen, aber das kann ich euch im Moment natürlich nicht sagen. Aber für mich ist selbst das, was ich jetzt hier machen kann, ist für mich persönlich, für das, was ich mache, ist der das auf jeden Fall wert, dass ich mir den gekauft habe. Das von dem her, das bereue ich definitiv nicht. Ich finde den wirklich cool und ich finde auch das ganze Design extrem cool. Von dem her passt der wunderbar in mein Bastelstudio. Und ja, aber wie gesagt, die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Ich habe euch einfach die Sachen gezeigt, die für mich jeweils wichtig sind und wo ich dachte, dass es einige für euch auch interessieren könnte. Und wie gesagt, heute gibt es auch noch ein zweites Video, dann vom Leonardo Studio und dann aber die weiteren Videos, wo ich den Plotter nutze und euch noch andere Sachen zeigen will, kommt dann im neuen Jahr, weil das heute ja das letzte Video, normale Video quasi war und im Dezember, respektive schon am 1. Dezember, meine Weihnachtsserie startet und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Das war's aber schon mal zum Plotter für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt da Interesse bekommen, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! There we go.